Wir haben heute das Auto stehen gelassen und hier unsere Pferde geparkt. Und jetzt geht's los in den wilden Westen. Willkommen in Fort Worth Stockyards. Wir sind heute unterwegs in der Stadt Fort Worth in Texas und wir haben hier einen ganzen Stadtteil, nennen wir das mal. Das nennt sich Stockyards. Das war früher hier, wo der ganze Rinderhandel stattgefunden hat. Die haben die ganzen Häuser und die ganze Atmosphäre erhalten. Aber hier hast du halt auch noch die ganzen Western-Shops und die ganze Fashion. Das heißt, die Atmosphäre lebt auf jeden Fall hier vor Ort. Und das gilt heutzutage so ein bisschen als die, sagen wir mal, heutige Cowboy-Hauptstadt des Landes. Ja, das ist hier Alltag. Man sieht hier die Leute auf den Pferden reiten. Das ist natürlich eher so aus dekokulturellen Gründen hier auf den Stockyards, um das so ein bisschen zu zeigen, wie das hier früher war. So ein bisschen, als wäre man hier im Freizeitpark. Überall sieht man so Sachen aus einem Westernfilm und tatsächlich auch ein paar, die aussehen wie echte Cowboys. Wir sind jetzt hier ganz vorne in dem Teil. Das war früher eine Zugstation. Hallen, man sieht hier noch die Schienen in der Mitte laufen. Die haben das Ganze umgewandelt in Shops, in Geschäfte. Das sind eher hier so, sagen wir mal, die günstigeren Geschäfte in diesem Teil. Während die Straße runter, auf der Hauptstraße, etwas weiter dann die ganzen teuren Boutiquen sind. Wir gehen mal in den Laden an. Ich kann mich, glaube ich, noch erinnern vom letzten Mal. Die haben eher so Gürtel und Deko und so Lederprodukte hier. Guckt euch mal den Bullen da oben an. Aber wir gucken mal. Aber das ist so richtig Touri-Laden. Also ich glaube, kein Texaner wird in diesem Laden sich irgendwie Boots oder Hüte kaufen. Weil das ist eher so touristisch. Da geht man eher in die anderen Geschäfte. Aber er ist trotzdem ganz cool gemacht. Die ganzen ausgestopften Tieren. Guck mal, was sich hier so unter dem Tisch versteckt. Ein ausgestopfter Alligator. Die Mädels haben das auch entdeckt. Gehen wir mal rum. Okay, also doch mehr. $250 für einen Bettvorleger. Ja. Krass, aber die haben echt sehr viel so ausgestopfte Tiere. Hier die ganzen Bullenhörner, wenn jemand sowas möchte als Deko. Ja, das Interessante daran hier ist, dass das halt einfach ganz normal Teil der Stadt ist. Also eigentlich die ganze Fort Worth Stadt hat so ziemlich diese Rancher-Vibes, auch in der Innenstadt. Man sieht, dass da viele in diesem Business sind. Hier gibt es auch eine Messehallen. Da werden verschiedene Messen spezifisch für Farmer und Rancher veranstaltet. Und hier auf den Stockyards gibt es auch ein eigenes Rodeo. Das läuft, glaube ich, fast das ganze Jahr auf jeden Fall. Das ist sehr touristisch, aber auf jeden Fall sehr cool für jemanden, der irgendwie so ein erstes Mal Rodeo erleben möchte. Aber hier ist das halt echt. Hier kommt das Ganze her. Das lebt man hier jeden Tag. Nicht jeder hat irgendwie einen Bezug dazu, aber trotzdem, man sieht halt diese Historie, diese Kultur hier, die gehört einfach normal zum Alltag dazu. Und jetzt kommt was ganz Besonderes draußen. Cattle Drive. Und zwar, die haben dann die Longhorns, die werden hier durch die Straßen getrieben. Die wir auch ganz oft in der Nachbarschaft auf dem Feld sehen. Genau, bei uns. Es ist gerade hier schon richtig voll, weil alle haben sich hingestellt für den Cattle Drive, der hier stattfinden wird auf der Straße. Now, before we get started, I'd like to find out where everybody came from. Now, if you are from the United States of America, but not the great state of Texas, give me a hoot and a holler. Also alles Touris, alles Nicht-Texaner. Ich freue mich voll, dass wir es endlich geschafft haben, pünktlich hier zu sein, um das endlich mal zu sehen, weil wir schon mal hier waren und da haben wir es zeitlich nicht hinbekommen. Aber heute ist der Tag und was total krass ist hier, neben dem Rodeo sieht man einfach hier die Leute wirklich ganz viel in der Western Fashion. Ganz viele haben Stiefel an, Hüte, die richtigen Hosen, Hemden und so weiter.
Und man fühlt sich so ein bisschen, also man fühlt sich recht wohl hier und man muss sich irgendwie nicht verstecken, wenn man so rumläuft. Und ich glaube, für euch in Deutschland ist das so ein bisschen wie, ich würde mal denken, auf dem Oktoberfest, wenn alle eine Tracht tragen. Ich glaube, eine Minute hat es gedauert, dann war es vorbei. Irgendwie habe ich erwartet, da wäre viel mehr Show drumherum, aber die laufen wirklich auf Pferden, also die Cowboys auf Pferden und dann treiben die sozusagen ganz entspannt hier die Herde durch. Aber es ist schon cool zu sehen, die sind halt so riesig, wenn man so nah dran ist und haben einfach riesig breite Hörner. So, und da rechts das Gebäude. Livestock But you need to Exchange. hold Mommy's hand, okay? Da findet auch das Rodeo statt. Dahinter Bibi? ist noch ein bisschen Halle. Da waren wir vor ein paar Jahren auch schon mal, deswegen blenden wir euch jetzt ein paar Einblicke von diesem Rodeo ein. Kleine Korrektur, in dieser Halle ist das Rodeo. Das ist eigentlich direkt nebenan. Das ist einfach verrückt, wie voll das heute ist. Ja, ich finde es auch gerade mega und es ist so anstrengend, weil es einfach heiß ist, was ich nicht erwartet habe, dass es so heiß Ja, wird und heute. überall Menschen, einfach die Wege, alles Ah ja, es ist komplett Feiertag, voll. ne? Alle haben frei. Genau, ist halt auch ein Touri-Spot. Ne? Ja. Oh no, you cannot go in there. Then, yes, you're welcome, baby. You're welcome. Double D Ranch, das ist Wow. eine echte Ranch in Texas. 3 große Texas Ranches haben hier ihre Läden und wir sind gerade in einem und das ist hier, glaube ich, mit der schönste Laden, den ich jemals in diesem Bereich gesehen habe. Weiter geht's zum nächsten Laden und das ist genau den hier, Go in this King one. Ranch. Das ist die größte here. Ranch in Texas und ich würde mal raten, wahrscheinlich auch in den look USA. here. Die ist groß wie einige Bundesländer in Deutschland. Wow. Ja, sehr viel Lederprodukte natürlich, weil kommt aus eigenem Hause. Ne? Ich bin fündig geworden bei King Ranch und zwar ein Shirt gekauft. Super angenehm, also man sieht, das sind Leute von der Ranch, das ist sehr sommerlich, angenehm, locker, sehr angenehmes Material, deswegen ja, nicht verkehrt. You want to take a ride on one of the wagons, they are for rent. Und weiter geht's. Das ist hier die Mule Alley. Da sind auch noch die weiteren restlichen Shops. Man sieht die ganzen Schilder da vorne. Hier geht's weiter mit Western Fashion. Und da gibt es jetzt Hüte. Da ist ein richtig hübscher Laden, wo man seine Ah ja, Hüte, also man Hüte kaufen kann und die dann auch individualisieren kann. genau. Und hier gibt's auch einen Ariat-Shop. Das kennen vielleicht einige von euch. Die sind in Europa gerade auch im Reitsport ziemlich beliebt. So, dann gucken wir mal. Wow, look at Genau, these. das ist für Frauen ein Ja. Hüteladen. Und auch Kleidergröße. Is that beautiful here? Genau, hier kann man sich custom Hüte machen lassen. Das heißt, das sind Rohlinge, die aber schon vorgeformt sind. Und dann kann man die selber dekorieren mit Federn oder Ali, irgendwelchen das ist, Bändern. Das ist gerade für Frauen super beliebt. Was man hier ganz oft hat, dass hier die Typen mit ihren gepimpten Autos vorbeifahren. Würde mein Mann ja nie tun. Nee, Das machen wir nicht. Wir haben das, unser Wagen ist modifiziert, aber das muss man ja nicht so zur Schau stellen, indem man hier wie in Hamburg auf dem Jungfernstieg rauf und runter fährt. genau. Also das Shopping-Erlebnis ist hier mal wieder 100 Sterne. Ja. So nett. Man kommt in den Laden rein, sofort irgendwie wird man freundlich angesprochen. Dann haben sie ins Wasser gebracht, Bücher fürs Kind, dass sie da ein bisschen ruhig gestellt ist. Mommy, Und dann, diesmal habe ich sogar fürs Abgeben meiner Daten $20 gespart. Ach, ich liebe es. Mommy, there's a border my nose. You have water in your nose? No, Herr Popel.
Ja, Kundenservice ist wieder mal vom Ja. Feinsten in diesem Land. Ne? Ja. Also damit hier Mami in Ruhe shoppen kann, kriegt das Kind Wasser und ein Buch in die Hand und setzt sich auf den Sofa im Store und ist dann beschäftigt. Also Und das ist schon ziemlich geil. Ich finde, sowas gibt es in Deutschland einfach nicht. Noch Also nie es sei erlebt denn, zumindest dann nicht. muss ich in so richtige Boutiquen gehen, aber ansonsten, Da wollen die Kinder gar nicht sehen. ja, das Das kann ist auch auch sein. so eine Sache. Und hier ist das so, egal wie teuer der Laden ist, selbst wenn es ein richtig teurer Laden, weil einige dieser sind ziemlich teuer, trotzdem, da werden Kinder irgendwie nicht schief angesehen, weil die da irgendwas betatschen oder kaputt machen könnten. Es gibt hier ein paar teure Boutiquen, mittelpreisige, aber dann auch so günstige Stores, damit ihr so ein bisschen Eindruck kriegt von den Preisen. Das heißt, von bis gibt es wirklich alles, aber ich würde mal sagen, so der Durchschnittstexaner hält sich da irgendwo im Bereich 100 bis 300, sagen wir mal bis 500, was Boots und auch Hüte angeht. Wenn euch das ganze Thema wirklich interessiert hat, der Cowboy-Lifestyle, der hier echt und Alltag ist, dann schaut euch auf jeden Fall hier die Videos an. Wir geben euch ein paar Vorschläge.